Hi, die Sons of Libertas sind heute in London auf der European Students for Liberty Konferenz, die gerade hinter uns stattfindet. Wir haben hier Christian Niemitz. Er ist Senior Research Fellow im Institute of Economic Affairs hier in London. Außerdem noch Kolumnist für EF, noch oder war? Oh, schon lange nicht mehr. Ach, schon lange nicht mehr. Auch das war 2004. Ja, das Internet vergisst nie. Oh, schade. Hast auch, wie du gerade eben gesagt hast, schon mal für den Schweizer Monat geschrieben. Ja. Du hast gerade eben einen Vortrag gehalten zum Thema, wie der freie Markt den Armen helfen könnte. How free markets help the poor. Fangen wir erstmal zu deiner Person an. Was ist deine persönliche philosophische oder ökonomische Einstellung? Ja, ich bin einfach gewöhnlicher, klassischer Liberaler im Hayek'schen Sinne. Kein Anarchokapitalist, sondern einfach die Idee Wettbewerb auch auf Staaten übertragen. Deswegen Regionalismus, Dezentralismus und Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften genauso wie auf dem Markt. Wie würdest du einen freien Markt definieren, um erstmal klarzustellen, wovon wir überhaupt reden? Ja gut, komplett freie Märkte gibt es wahrscheinlich heutzutage fast nicht mehr. Irgendwie ist der Staat ja immer involviert, aber ich würde einfach sagen, das ist einfach ein Markt, in dem der Staat nicht versucht, bestimmte Ergebnisse herbeizuführen, sondern sich einfach darauf beschränkt, die allgemeinen Spielregeln zu setzen und ansonsten nicht weiter eingreift. Hast schon fast in die nächste Frage eingegriffen. Wie würdest du unser momentanes System beschreiben? Eine gemischte Wirtschaft, Mixed Economy. Mixed Economy aus? Ja, also schon auf marktwirtschaftlicher Basis noch, aber einfach mit zu weitgehenden staatlichen Eingriffen in zu vielen Bereichen. Was würdest du jemandem antworten, der sagt, wir leben im Kapitalismus? Naja, also wenn die Staatsausgaben in Richtung 50% der Wirtschaftsleistung gehen, das kann man ja wohl kaum als Kapitalismus bezeichnen. Wenn Dinge wie das Rentensystem komplett staatlich sind, das Bildungssystem, wenn der Staat eigene Schulen betreibt, dann sind wir, glaube ich, ziemlich weit vom Kapitalismus entfernt. Was denkst du, warum der Markt so einen schlechten Ruf hat? Und im Anschluss danach, was sind deine Lieblingsvorurteile dem Markt gegenüber? Ja, das ist wahrscheinlich einfach evolutionär bedingt, weil wir halt für Hunderttausende von Jahren in kleinen Gruppen gelebt haben, in denen Leute eben bewusst kooperieren müssen. Und da ist eben einfach die Idee, dass du mit anderen kooperieren kannst, ohne dass das jetzt explizit deine Absicht ist. Dass es eben einfach durch Preise, durch Preismechanismen koordiniert wird. Das geht uns einfach nicht richtig in den Kopf rein. Wir wollen eben diese kleine Stammesordnung irgendwie übertragen auf eine große anonyme Gesellschaft. Wir wollen 80 Millionen Leute genauso organisieren, wie man früher den kleinen Stamm organisiert hat, wo also die Leute bewusst auf das Wohl des anderen, das Wohl der Gruppe hinarbeiten. Die Idee, dass eben jemand einfach seine eigenen Ziele verfolgt und trotzdem damit anderen Gutes tut, ist eben einfach kontraintuitiv. Kommen wir nochmal zu der großen Gruppe. Was ist Interventionismus oder die besagte Interventionismus-Spirale nach Mises? Ja, Interventionismus ist eben einfach, wenn der Staat darüber hinausgeht, allgemeine Spielregeln zu setzen und darüber... Die da wären? Allgemeine Spielregeln? Naja, dass man eben spezifiziert, wie Verträge aussehen und das Eigentum geschützt wird und dass Verträge dann einklagbar sind. Und die Interventionsspirale von Mises, da spricht er eben darauf an, dass du, wenn du in den Markt eingreifst, dass du damit Verzerrungen schaffst, die weitere Interventionen notwendig machen. Das dann eben einfach, das sehen wir jetzt gerade in Venezuela, gibt es eben Mindestpreise für viele Grundnahrungsmittel und für Energie, führt dann dazu, dass viele Leute erstmal das Horten gar nicht mehr anbieten
Oder dass Leute aus Kolumbien eben das billig aufkaufen, dann über der Grenze zu Marktpreisen verkaufen. Und so muss der venezolanische Staat eben noch weiter eingreifen. Er kann es nicht bei diesen Preiskontrollen belassen. Er muss dann Händler zwingen, Sachen anzubieten und muss dann, wenn es nötig ist, eben die Polizei hinschicken und das aus den Kellern, aus den Lagerräumen rausholen. Und er muss die Grenze abriegeln, weil du eben keinen freien Grenzübergang mehr haben kannst, wenn es hier Mindestpreise gibt und da nicht. Du musst eben weiter und weiter eingreifen, bis am Schluss der Staat die Wirtschaft komplett kontrolliert im Extremfall. Was ist deiner Meinung nach bis jetzt die schrägste Intervention, die du so mitbekommen hast, die auch dann diese Spirale angestoßen hat? Kannst du da vielleicht noch 2 kleine Beispiele nennen? Vielleicht das skurrilste Beispiel, von dem ich gehört habe, historisch, ist Argentinien zu Zeiten des Peronismus musste Argentinien Rindfleisch importieren. Also der Hauptanbieter von Rindfleisch, so weit kann das eben gehen mit Interventionismus. Welche Intervention ist das? Ich glaube, das waren hauptsächlich Preiskontrollen und dann weiterhin, dass der Staat den Verkauf selbst organisieren musste, weil Produzenten aus dem Markt getrieben wurden. Ja, das haben wir am Trabi gesehen, das können die besonders gut. Wohin geht der Weg, wenn das allgemeine Bewusstsein weiter an diesem antikapitalistischen Mainstream festhält, deiner Meinung nach? Ja, das Problem ist eben, dass Leute dann aus Fehlern nicht unbedingt lernen. Also wir haben ja hier, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland genau aussieht, hier haben Teile der Linken lange Zeit Venezuela applaudiert. Aber mir ist niemand bewusst, der jetzt sagt, okay, da habe ich mich geirrt. Sondern man bleibt dann eben dabei und man sagt, ja, das ist, weil es Saboteure gibt oder weil die Leute nicht kooperativ genug sind. Ja. Und anstatt die Eingriffe in den Markt, die Marktverzerrungen rückgängig zu machen, zurückzunehmen, werden dann eben weitere Staatseingriffe in Kauf genommen und gebilligt. Warum ist also ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall gab es nicht nur ein Marschieren durch die Institutionen der 68er-Bewegung, sondern auch ein Marsch durch die Definition. Warum ist das so gefährlich, diese Sprachverhudelung, sage ich jetzt einfach mal? Ja, weil du damit den Rahmen der Debatte bestimmst. Also weil, wenn Begriffe verfälscht werden, dann werden bestimmte Ideen schwieriger auszudrücken. Das merkt man, die Konferenz hier ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das merkst du, wenn du mit Leuten von der Linken versuchst zu debattieren und die einfach bestimmte Begriffe völlig anders benutzen als wir. Das einfach Gerechtigkeit automatisch als Gleichheit in den Ergebnissen interpretiert wird und dass du eben dann gar nicht mehr begründen musst, wenn du sagst, dieses Ergebnis ist ungerecht, einfach weil es ungleich ist, sondern weil einfach die Begriffsdefinition nimmt es schon vorweg. Wenn ungerecht ungleich heißt, musst du nicht weiter begründen, warum hier jemand mehr und hier jemand weniger haben sollte, sondern es ist dann einfach schon im Begriff drin. Warum hilft gerade der Markt den Armen? Weil die Armen wahrscheinlich besonders schlecht darin wären, sich den Staat zunutze zu machen. Es gibt die Idee, dass eben am Markt der reine Egoismus herrscht, jeder versucht, den anderen übers Ohr zu hauen, aber in der Politik, da ist es irgendwie anders. Da sind wir auf einmal Kooperative und haben immer das Wohlergehen des anderen im Blick. Das ist natürlich nicht so, sondern wir sind, wenn wir am politischen Prozess teilnehmen, als Wähler, als Mitglieder von einer Interessengruppe oder was auch immer, sind wir dieselben Personen, die wir auch am Markt sind. Gordon Tullock von der Public Choice Schule hat es mal schön ausgedrückt. Er hat gesagt, er arbeitet für eine staatliche Uni. Er ist also in dieser Rolle ist er Teil des Staates. Er hat gleichzeitig eine kleine private Firma.
Aber also in der Rolle ist er dann eben Teil des Marktes und er sagt, ich bin dieselbe Person, ob ich jetzt an meiner staatlichen Uni bin oder in meiner privaten Firma. Ich bin der gleiche Typ wie immer. Und egoistische Leute werden eben dann auch den politischen Prozess versuchen für sich auszunutzen, sei es als Produzentengruppen oder einfach als Leute, die ihre Wertvorstellungen anderen aufdrücken wollen. Und im politischen Prozess werden sich meistens diejenigen durchsetzen, die am besten in der Lage sind, sich eben zu organisieren, weil sie relativ homogene Interessen haben, die ihre Interessen gut vertreten können. Und das werden in der Regel nicht die Armen sein. Das sind nicht Leute, die hier in der Sozialwohnung in Brixton wohnen. Selten der Fall, ja. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für die Zeit Dankeschön. und wünsche noch einen schönen Tag. Ebenso. Top.